Dies demonstriere ich kurz, indem ich in den Bearbeitungsmodus wechsle. Der Kundendatensatz ist nun ein Formular und kann jetzt bearbeitet bzw. aktualisiert werden. Wenn ich mit der Bearbeitung fertig bin, klicke ich auf Speichern. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren NetSuite-Videodemonstration. In diesem Video geht es um die Navigation in NetSuite-Datensätzen und Formularen. NetSuite verwendet Datensätze und Formulare, um verschiedene Arten von Informationen innerhalb des Systems darzustellen. Beispiele hierfür sind Transaktionen, Rechnungen, Kunden, Kontakte und Lieferanten, Artikel für Bestände oder Dienstleistungen und Aktivitäten wie Events oder Telefonanrufe. Die meisten Datensätze sind in NetSuite bereits vorkonfiguriert. Einige können je nach individuellen Geschäftsbedürfnissen andere Funktionen enthalten, jedoch sind alle vom Layout her gleich aufgebaut, sodass die Navigation durch verschiedene Datensätze erleichtert wird. Um auf Datensätze oder Formulare in NetSuite zuzugreifen, habe ich 3 Möglichkeiten. Ich kann das Menü verwenden und den entsprechenden Navigationspfad wählen. Ich kann die Suchfunktion verwenden, um die Datensätze über Keywords zu suchen. Und ich kann in der Liste der zuletzt aufgerufenen Datensätze nachsehen, wenn ich kürzlich mit dem gesuchten Datensatz gearbeitet habe. Für detaillierte Informationen zur Verwendung der Suchfunktion, in NetSuite auch Global Search genannt, und zum Navigieren in NetSuite stehen separate Videos zur Verfügung. In diesem Video werde ich die Funktionen am Beispiel eines Kundendatensatzes demonstrieren und werde dieses bearbeiten, um das Kundenformular zu zeigen. Zunächst öffne ich die Kundenliste über das Menü Listen, Beziehungen und klicke dann auf Kunden. Auf der Seite, auf der ich mich nun befinde, sind alle Kunden aufgelistet und diese Seite kann ich zum Beispiel mit Hilfe der Filteroptionen durchsuchen. Über die Schaltfläche Kunde erstellen kann ich einen neuen Kunden anlegen. In diesem Beispiel scrolle ich durch die Liste und wähle einen bestehenden Kundendatensatz aus. Sobald ich den Kunden gefunden habe, habe ich die Möglichkeit, den Datensatz anzusehen, zu bearbeiten oder zum Kundendashboard zu gelangen. Über diesen Link rufe ich den Kundendatensatz im Ansichtsmodus auf. Im Titel ist zu erkennen, um welche Art von Datensatz es sich handelt. Hier kann zum Beispiel auch Lieferant oder Kontakt stehen. Außerdem wird hier der Name des Kunden bzw. des Datensatzes angezeigt. Oben rechts befinden sich einige zusätzliche Links. Diese Links können sich je nach Datensatztyp ändern. In diesem Beispiel kann ich zum nächsten oder vorherigen Kunden wechseln, indem ich die Pfeile nach links und rechts benutze. Der Link mit der Bezeichnung Liste bringt mich wieder zur Kundenliste zurück. Der Link mit der Bezeichnung Suche ruft eine Suchmaske auf, um Datensätze desselben Typs zu suchen. Über den Link Ansicht Dashboard kann ich das Kundendashboard aufrufen oder ich kann auf das Dashboard-Symbol neben dem Titel klicken. Dort werden die wichtigsten Leistungsindikatoren und andere Kennzahlen angezeigt, die für den Datensatz, den ich gerade betrachte, relevant sind. Ich klicke im Kundenportlet auf Ansicht, um zum Ansichtsmodus zurückzukehren. Es ist zu erkennen, dass der Datensatz in Abschnitte unterteilt ist. Der Abschnitt Hauptinformationen zeigt wichtige Informationen wie zum Beispiel den Kundennamen, den Typ, den Status, den zugewiesenen Vertriebsmitarbeiter und die Webadresse an. Im darunterliegenden Abschnitt erhalte ich Kontaktinformationen wie E-Mail, Telefonnummer und die Adresse. Die Felder in diesen Abschnitten sind individuell anpassbar und werden in der Regel vom Administrator während der ersten Implementierung eingerichtet und daher kann die Darstellung etwas variieren. Ein Datensatz kann mit anderen Datensätzen verknüpft werden. In diesem Beispiel ist die Firma mit einer Partnerfirma verknüpft. Über den Hyperlink kann ich den Datensatz der Partnerfirma aufrufen oder den Mauszeiger darüber bewegen, um eine Schnellansicht anzuzeigen. Ich öffne den Partnerdatensatz per Rechtsklick in einem neuen Tab. Auf diese Weise kann ich in anderen Fenstern navigieren, um weitere Datensätze anzuzeigen, ohne die Information im zuerst geöffneten Datensatz zu verlieren. Ich gehe nun wieder zurück zum Kundendatensatz. Im unteren Bereich befinden sich Unterregister, die zusätzliche Informationen über den angezeigten Datensatz enthalten. Darunter befinden sich weitere Unterregister, welche je nach Datensatz variieren. Auch hier können die einzelnen Unterregister wie viele andere Bereiche in NetSuite vom Administrator angepasst werden.
Durch Anklicken auf das Symbol auf der rechten Seite kann ich die Darstellung der einzelnen Unterregister ändern. Jetzt werden die einzelnen Punkte untereinander angezeigt und ich kann sie durch einen Klick auf den Pfeil in der Kopfzeile ein- und ausklappen. Dies erleichtert die Dateneingabe beim Ausfüllen vieler Informationen. Um alle Unterregister wieder zusammenzufügen, klicke ich noch einmal auf das Symbol auf der rechten Seite. Dadurch werden die Unterregister wieder zu einer einzigen Zeile zusammengefasst. Ich kann mich per Mausklick von Unterregister zu Unterregister bewegen oder ich kann die Schnelltaste verwenden. Das ist der unterstrichene Buchstabe in der Kombination mit der Alt-Taste auf meiner Tastatur. Unterhalb der Seite befinden sich Schaltflächen. Dies sind dieselben Schaltflächen, die sich auch oben auf der Seite befinden und werden hier für eine bessere Usability angezeigt. So muss ich nicht erst wieder nach oben scrollen, um eine Aktion durchzuführen. Bearbeiten gewährt mir den Zugang zum Bearbeiten der Informationen. Die Zurückschaltfläche navigiert zur vorherigen Seite, die ich zuvor aufgerufen habe. Die Akzeptieren-Schaltfläche ermöglicht es mir, Zahlungen vom Kunden zu akzeptieren. Die hier angezeigten Schaltflächen ändern sich je nach Art des Datensatzes oder Formulars. Die Rolle und die Berechtigungen eines Benutzers bestimmen auch, was im Datensatz angezeigt werden kann und was nicht. Die Drucken-Schaltfläche kann je nach Datensatz verschiedene Druckoptionen haben. Das Create New-Menü innerhalb des Kundendatensatzes ermöglicht es mir, schnell weitere Datensätze in Bezug auf den Kunden zu erstellen. Unten in der Menüleiste befindet sich die Option zum Personalisieren. Hier kann ich das Menü um meine persönlichen Präferenzen anpassen. Und ganz rechts befindet sich das Aktionsmenü. Wenn ich den Mauszeiger darüber bewege, sehe ich, welche Möglichkeiten mir zur Verfügung stehen. Im Bearbeitungsmodus stehen mir hier andere Schaltflächen und Optionen bereit. Dies demonstriere ich kurz, indem ich in den Bearbeitungsmodus wechsle. Die Zurück-, Zahlung akzeptieren und Drucken-Schaltflächen sind durch Abbrechen, Zurücksetzen und Zusammenfügen ersetzt worden. Das Create New-Menü bietet weiterhin die gleiche Auswahl. Im Aktionsmenü sind jetzt auch andere Optionen enthalten. Der Kundendatensatz ist nun ein Formular und kann jetzt bearbeitet bzw. aktualisiert werden. Die Felder, die zur Bearbeitung zur Verfügung stehen, sind auch sichtbar. Es gibt Textfelder, in die ich etwas eintippen kann, Dropdown-Felder, die mir eine Auswahl ermöglichen, Datumsfelder, Optionsfelder und so weiter. Mit einem Klick auf die Feldbeschriftung kann ich ein Pop-up aufrufen, welches mir verrät, welche Informationen ich in dieses Feld eingeben muss. Wenn ich mit der Bearbeitung fertig bin, klicke ich auf Speichern. Die Speichern-Schaltfläche hat ein Dropdown-Menü. Hier kann ich verschiedene Aktionen beim Speichern wählen. Ich kann Speichern und Neu wählen, was die Änderungen speichert und einen neuen Datensatz desselben Typs erstellt. Oder ich wähle Speichern und Weiter, was die Änderungen speichert und den nächsten Datensatz in der Liste zur Bearbeitung öffnet. Ich habe die Navigation eines Kundendatensatzes und Formulars durchgeführt und gezeigt, wie man ihn ansieht, bearbeitet, ändert und speichert. Hier sind weitere Beispiele für Datensätze und Formulare von NetSuite. Dies ist der Mitarbeiterdatensatz und hier das Mitarbeiterformular. Das ist ein Beispiel für einen Inventarartikel-Datensatz und hier ist das zugehörige Formular. Man sieht, dass die Datensätze und Formulare demselben allgemeinen Layout folgen. Dadurch wird sichergestellt, dass ich, sobald ich mich mit einem Datensatz vertraut gemacht habe, mit Leichtigkeit durch die anderen Datensätze und Formulare navigieren kann. Damit ist die Navigation durch Datensätze und Formulare abgeschlossen. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie im Hilfecenter.